Nach furchtbaren Riesenstraßen in den USA kam ich endlich in Kanada an. So, da hinten bin ich angekommen und jetzt geht's los. Das ist was man nicht sehen will. 2 Räder aus dem Fahrrad ausgebaut. Woran liegt's? Kein Platten diesmal. Ich habe was etwas Alarmierendes festgestellt. Und zwar kommt aus meinem Hinterrad das abgefahren. Deshalb werde ich jetzt mal eine Rotation durchführen. Hinterrad nach vorne, Vorderrad nach hinten und dann reicht das hoffentlich aus noch für die nächsten 2000 Kilometer. Reifen wieder eingebaut und jetzt kann es wieder losgehen. Mal sehen, ob der Reifen tatsächlich so lange durchhält, wie ich hoffe. Und wieder geht es hier auf diesem wunderbaren Radweg lang. Diesmal weniger achterbahnmäßig und mehr bahntrassenmäßig. Auch mal schön. Und mit dem neuen Rad hinten drin, es rollt wie geschmiert. Neues Rad, erst 18.000 Kilometer gerollt. Jetzt campe ich hier die erste Nacht auf Festland Kanada. Ich campe da unten. Und warum bin ich so weit weg? Um meinen Essenssack über diesen Baum zu hängen und hochzuziehen. Weil ich will heute Nacht nicht vom Bären gefressen werden. Hier gibt es jetzt nicht nur noch Schwarzbären, sondern auch Braunbären, Grizzlies. Will ich nicht mit in meinem Zelt haben. Deshalb mal sehen, ob es klappt. Perfekt. Dann werde ich da drin Profi. Ganz schön schwer. Heute geht es gut. So. So, jetzt hängt der Sack schön 4 Meter über dem Grund und weit weg von meinem Zeltplatz. Achtung, Bären! Wow, wow. Heute habe ich den Fahrradhelm gegen Skihelm eingetauscht. Und jetzt geht's hoch auf den Berg. Oben liegt anscheinend angeblich noch sehr viel Schnee. Und jetzt wird heute den Tag gesnowboardet. Und morgen geht es dann weiter auf dem Rad. Los geht's! Und jetzt kommt die letzte Abfahrt des Tages und der Saison. Das wird Ausblick. Das war alles, was ich hatte. Böse Bahngleise. Merke, man soll nicht mit 45 über Bahngleise brettern und den Humus nicht richtig festgeschnallt haben. Aber ein bisschen konnte ich retten. Das ist eine schöne Straße, bergab,
wenig Verkehr nach Pemberton. So, jetzt bin ich noch einen Kilometer von meinem Fahrrad weggewandert, um zu diesem Wasserfall zu kommen. Bin zum richtigen Sightseer geworden. Ah, cooler Wasserfall. Ah, will man nicht reingeraten. Das ist doch mal schön hier. Berge und See und Fluss und kleine Straße. Aber gleich geht es auf einen der Berge hoch. Ich habe in ungefähr 2-3 Kilometern fängt der Anstieg an und dann geht es über 1000 Höhenmeter hoch. Aber ich habe schon Schlimmeres gemacht. Aber oben wird wahrscheinlich noch Schnee liegen, aber hoffentlich nicht auf der Straße. Ja, ich bin jetzt hier auf knapp 1300 Metern Höhe und um mich rum, neben der Straße, alles voller Schnee. Das macht mir ein bisschen Sorgen, da ich eigentlich vorhatte, übermorgen noch über einen Berg zu fahren, der noch höher ist und auf einer kleineren Straße. Deshalb nehme ich an, dass ich wohl doch noch einen Umweg fahren muss. Naja, aber auf jeden Fall ist es hier ganz schön. Und ich bin oben angekommen. Jetzt geht's erstmal jedenfalls ein Stück bergab. 1100 Höhenmeter am Stück. Ganz schön anstrengend. So, hier im Dreck lag gerade dieses Portemonnaie. Ist noch ein Ausweis drin. Mal sehen, werde ich mal morgen irgendwo abgeben müssen im nächsten Ort. Hoffentlich kriegt die das verloren hat, das zurück. Falls ihr euch gefragt habt, ist es kalt, wo ich gerade bin? Ja, ist es. Das Eis hier ist noch nicht geschmolzen. Aber ich bin warm angezogen. Ich friere nicht. Herrliche Straße bergab, ohne Verkehr, mit Fluss und Felsen. Na, 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 na. Und Wasserfall. 13% bergab. Oh yes. Schöne Abfahrt. Ich bin hier im Fraser Canyon. Den ich jetzt ein Stück weit hochfahre und dann geht es über den Berg drüber. Heute Nacht habe ich bei sehr netten Schauerhaus geschlafen in Lillooet. Schöne Stadt oder schöner Ort, umgeben von Bergen. Und jetzt gleich wird es übers Bergauf gehen. Super Wetter heute. Hoffentlich liegt oben nicht zu viel Schnee. Es ist erstaunlich, wie viel trockener die Landschaft hier ist. Pavilion Clinton Road ahead.
Das ist eine gute Abkürzung, die nehme ich. Aber wer schon mal mit mir Rad gefahren ist durch die Berge, weiß, dass ich sehr gerne Abkürzungen nehme. Aber die meistens das nicht so wirklich abkürzen, sondern eher vielmehr direkt über den Berg gehen. Und so wird es auch mit der jetzt sein. Aber trotzdem, kleine Schotterstraße, Berg hoch, das klingt doch perfekt. Ich habe noch ungefähr 3,5 Kilometer, bis ich am Scheitelpunkt von dem Berg hier bin. Sind noch ungefähr 200 Höhenmeter. Wäre an sich nicht so übel, wäre das nicht hier alles super matschig. Das Rad hier, das bewegt sich wirklich quasi gar nicht mehr. Muss ich mir jetzt was überlegen. Ich hoffe, da oben wird es ein bisschen trockener, weil hier der Weg, der ist gerade mega matschig. Da habe ich keine Chance, hier irgendwie zu fahren oder sonst was. Mal sehen, wie ich hier durchkomme. Kurzes Update. Habe das Fahrrad wieder aus dem Schlamm befreit. Ganz reibungslos läuft das zwar nicht, aber ich bin jetzt hier trotzdem noch ein ganzes Stück bergauf gefahren. Ich habe nur noch 1,5 Kilometer. Das geht ganz schön bergauf hier auf diesem Waldweg. Und dadurch, dass der Schlamm immer noch drin hängt und ein bisschen bremst, ist das doch ein bisschen anstrengend. Aber irgendwann im Laufe des heutigen Tages werde ich das schon noch schaffen. Okay, Schnee stecken geblieben. Und besser als Matsch. So, gleich habe ich es geschafft. Weiß nicht, ob ich noch mal so hochkommen werde auf der Reise. Aber ich werde noch mal nah rankommen, denke ich. Ein Rad unglaublich dreckig. Ich bin jetzt oben angekommen. Hier liegt doch noch ein bisschen Schnee. Ich hoffe, es geht hier auf der Nordseite runter. Ich hoffe, das wird kein zu großes Problem sein. Sonst wird Schlitten gefahren. Aber ich habe mir jetzt erstmal verdient, hier nach diesem Anstieg den vorletzten XMS-Sticker aufzukleben. Angeblich 14% über 5 Kilometer bergab. So, hier sind noch gute 40 cm Schnee. Das wird ein sehr langes Bergabgehen und Schieben. Mein Fahrrad, das hält perfekt im Schnee, ganz ohne, dass ich den Ständer ausklappen muss. Super. Mal sehen, ob ich es schaffe bis unten hin. So, hier auf dem Weg sind jetzt Bärenspuren. Das ist ein bisschen komisches Gefühl, auf demselben Weg zu laufen, wo ich weiß, dass vor nicht allzu langer Zeit da ein Bär lang gelaufen ist. Hier hört eine Fahrspur auf. Das heißt, irgendjemand, wahrscheinlich mit irgendeinem Allradfahrzeug, hat sich hier gedacht, nee, hier kann man nicht hochfahren. Aber ich mit meinem Fahrrad, wo sogar nur ein Rad angetrieben ist, nicht mal zwei, bin hier runtergekommen. Deshalb Fahrrad besser als Auto. Ich bin dem Schnee entkommen und jetzt geht es nur noch hier bergab. Meine Bremsen wollen noch nicht so richtig, weil die Felgen noch sehr nass sind. Jetzt bin ich wieder im Bilde. Weil die Felgen noch sehr nass sind. Aber ja, jetzt rollt es wieder. Natürlich sind meine Schuhe super nass und meine Füße sind kalt.
Aber, und das ist ein ganz dickes Plus, muss ich mal dazu sagen, jetzt ist, glaube ich, die kritische Stelle der Tour überwunden und jetzt sollte kein Schnee mehr auf dem Weg sein. Hoffen wir, dass das stimmt, aber wie gesagt, so hoch komme ich nicht nochmal und auch die Straße war als Summer Only ausgeschildert. Deshalb habe ich schon ein bisschen damit gerechnet, dass das schwierig werden wird. Aber ich habe es geschafft. Ich habe ein Riesenproblem. Ich habe meine Benzinflasche irgendwo im Schnee verloren. Ich bin jetzt schon 300-400 Höhenmeter weiter unten und noch ein Stück gefahren, aber ich muss da jetzt wieder hoch und die Flasche holen, so eine Scheiße. Bin jetzt noch ein Stück gefahren und hier stand so ein Haus und da habe ich gefragt, ob er mich hier den Berg wieder hochfahren kann, weil das sind 400-500 Höhenmeter, hätte ich jetzt keine Lust gehabt hochzufahren. Und jetzt fahren wir da hoch, wo der Schnee anfängt und dann muss ich wieder durch den Schnee stapfen, bis ich die Flasche gefunden habe. Und wieder bin ich im Schnee, diesmal ohne Fahrrad. Hoffentlich finde ich diese blöde Flasche. Jetzt bin ich schon 2/3 hochgegangen, gerannt, gemischt. Ich habe die immer noch nicht gefunden. Was Blödes. Hätte ich auch mal unten verloren gehen können. Fast nicht sichtbar, im Schnee vergraben. Aber ich habe sie gefunden. Yes! Auch nur ungefähr 200 Meter weg vom Scheitelpunkt. Und jetzt geht's wieder runter. Yes! Drittes Mal heute auf diesem tollen Weg hier. Da ist das Auto. Drei Stunden später und ich bin wieder da, wo ich vorhin losgefahren bin, als ich bemerkt habe, dass die Flasche fehlt. Aber ich habe nicht nur meine Flasche wieder gefunden, sondern ich habe auch eine Dusche bekommen, eine Flasche Apfelsaft und habe Pizza gegessen. Also insgesamt ganz erfolgreich. Gut, dass ich die Flasche verloren habe vielleicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal schlafen gehen. Ziemlich schön hier. Und diesmal kein Schnee auf der Straße. Da sind Rehe mit Riesenohren und einem coolen Trabschritt. Ganz viele Kühe und der Fraser River. Ganz viele Kühe und der Fraser River. Im Fraser Canyon. Die Straße hier ist sehr steil. Ich bin jetzt auf den letzten 3 Kilometern ungefähr 400 Höhenmeter hoch. Da unten komme ich her vom Fluss. Und wie man sieht, geht es hier ordentlich hoch. Es hört erstmal noch nicht auf, noch ein bisschen ist es.
Ganz schön anstrengend. So, da war gerade der erste Bär. 40 Meter vor mir. Ich hoffe, der tut mir nichts. Ich warte jetzt mal kurz ab und nehme das Bärspray zur Hand, just in case. Aber zum Glück war das nur ein kleiner Schwarzbär und der ist auch gleich im Wald verschwunden, als er mich gesehen hat. Ich hoffe, da bleibt er auch. Hier hinter dem Busch saß der Bär. Geh weg! Ich hoffe, der Bär hat sich genug erschreckt, dass er weit weggerannt ist. Um meine Fahrt durch Kanada etwas geografisch einzuordnen, ich bin hier von Port Angeles mit der Fähre aus den USA nach Victoria gefahren, habe dann hier übernachtet und habe hier einen kleinen Radweg über den Pass genommen, damit ich nicht auf dem großen Highway fahren musste. Durch Duncan ging es durch, immer etwas parallel zur Straße, nach Nanaimo, wo ich dann wieder die Fähre genommen habe, nach Horseshoe Bay. Und dann musste ich Highway fahren, da gab es nichts anderes. Hierher, da habe ich hier übernachtet. Weiter ging es nach hier hoch, nach Whistler, wo ich Skifahren war. Whistler hier. Hier war ich Skifahren. Und dann bin ich die Straße weiter hochgefahren, Pemberton. Kurz darauf kam ein ganz schöner Anstieg. Hier noch an dem See entlang. Und hier ging es dann hoch. Da ging es dann hoch. Hier habe ich übernachtet, etwas kalt. Nach Lillooet. Von Lillooet aus, ist jetzt leider nicht mehr auf dieser Karte drauf, ging es hier diese Straße hoch, ungefähr hier lang, hier über den Pass drüber, wo Schnee lag, runter wieder und eine Straße durch die Wälder und Täler hierher. Gang Ranch vorbei, hier habe ich übernachtet, hier ging es wieder hoch und nach Williams Lake. Auf der Fahrt querte ich mehrfach den Fraser River, diesen riesigen Fluss hier, der ein Gebiet größer als die Hälfte Deutschlands entwässert. Ich fühle mich ziemlich schlecht, dass die Kälber hier vor mir wegrennen. Wie viel Gras müssen die wohl fressen, um die Kalorien wieder reinzukriegen? Aber würde ich denen gar nichts tun. Ich fühle mich hier wie ein Cowboy. Ich will euch hier echt nicht wegscheuchen, ne? Ich will hier nur durchfahren. Oh, hier kam gerade ein Schwarzbär auf die Straße hoch, der wollte gerade drüber laufen. Hier direkt hinter dem ersten Baum hier, ungefähr 10 Meter weg von mir. Muss ich dann verscheuchen, aber der ist jetzt hier runtergerannt. Das ist ein Schwarzbär, der gerade auf die Straße gehen will. Oh! Oh! Geh weg! Der Bär steht da noch, will noch nicht abhauen. Bär!
Geh weg! Ah! Ha! Ha! Jetzt geht er weg. Aber ja, ich sehe ihn noch, der steht noch da. Jetzt verschwindet er im Wald. Ich warte mal ein paar Minuten hier. Bär, geh weg! Weit, weit weg! Hier in dieser Lichtung, da stand der Bär. Bär! Bär, Bär! Geh weg! Komm nicht wieder! Oh, da ist er. Bär! Okay, der stand noch auf der Lichtung. Hat jetzt aber begriffen, dass er abhauen soll. So, ich habe hier jetzt ein matschiges Tal hinter mir. Hier geht es wieder hoch und auf dem Weg nach oben dort steht ein Bär. Der ist diesmal braun. Ich bin ziemlich sicher, das ist trotzdem Schwarzbär von der Form des Körpers her. Hoffentlich kriege ich den verscheucht. Oh! Geh weg! Bär! Geh in den Wald! Da rennt er den Weg hoch. Geh weg! Oh! So. Da ist gerade noch ein Bär im Unterholz verschwunden. Jetzt fängt es wieder an zu regnen hier. Und der Weg hier ist etwas matschig. Besser als vorhin, aber trotzdem noch etwas matschig. Aber ich glaube, da hinten auf der Weide steht noch ein Bär und weidet sich. Hier geht's durch den Wald. Immer noch matschig. Wenn der Weg trocken wäre, wäre es hier richtig super. Aber vor mir riesiges Tal, wahrscheinlich niemand drin. Ziemlich cool. Da am See rennt gerade ein Elch weg, den ich erschreckt habe. Aber der hatte kein Geweih. Aber war trotzdem ein ganz schön großes Tier. Da läuft er auf dem Weg. Das ist hier eine schöne Straße durch den Wald. Schön hart, relativ glatt, fährt sich gut. Es ist jetzt kurz nach 4. Ich bin schon ein bisschen über 70 Kilometer geradelt. Ich habe gerade eben noch angehalten bei 2 netten älteren Herrschaften, die mich zum Tee eingeladen haben. Und die haben uns ein bisschen unterhalten. Und die haben mich eingeladen, dass ich in ihrer Hütte, die 20 Kilometer noch die Straße hoch ist, also perfekte Kilometerzahl für heute, übernachte. Die ist unverschlossen, direkt am Fluss. Und da werde ich jetzt hinfahren und eine Nacht in der Hütte verbringen. Ich bin jetzt hier angekommen in deren Hütte, und die meinten so, ja, wir haben leider keine Dusche, aber du kannst einfach ein Feuer machen und ein bisschen Wasser kochen und dich dann damit waschen. Und genau das mache ich jetzt. Dafür muss ich aber erstmal ein bisschen Holz hacken. Mann, ich habe ewig kein Holz mehr gehackt, das macht Spaß.
Feuer brennt, Wasser wird warm, dann geht's gleich zum Duschen. Warmes Wasser. Das ist was Genaues. Dieser Stausee ist ziemlich krass, da das Wasser nicht hier durch den Staudamm abfließt, sondern auf der anderen Seite des Sees durch den Berg durch. Dort fällt es in einem riesigen Tunnel 800 Meter in die Tiefe und kommt direkt im Pazifischen Ozean an. Der Weg führt mich jetzt mehr oder weniger an dem Stausee lang. Aber wenn man sich dann denkt, schöner gerader Weg am See lang, da habt ihr euch leider getäuscht. Und ich mich auch. Es ist ein Weg, geht immer mal 200 Höhenmeter hoch und dann wieder runter. Aber es ist ein schöner kleiner Weg und ab und zu hat man eine ziemlich gute Sicht hier. Ja, und momentan bin ich oben. Jetzt geht es erstmal 200 Höhenmeter wieder runter. Ich bin hier gerade in diesem Schild vorbeigeradelt. Ich habe mir gedacht, eine Brauerei im Nirgendwo, da muss ich hin. Und das war gut, dass ich das gemacht habe. Da waren nette Leute, die das gebraut haben, sehr kleine Brauerei. Und es gab leckeres Bier. Jetzt geht's weiter. Ich bin jetzt an einem richtig coolen Ort angekommen, wo ich übernachten werde. Hier ist ein Fire Lookout und man hat einen 360-Grad-Blick überall hin. Da hinten sind noch ein paar riesige Berge, schneebedeckt. Aus der Richtung kam ich ungefähr. In die Richtung. Da kann man rüber nach Burns Lake schauen, sieht man nicht, aber da ist der Highway. Da in die Richtung fahre ich ungefähr ab morgen wieder. Und in die Richtung, hinter den ganz hohen Bergen dort, ist der Pazifik. Ziemlich cool. Da unten ist der große See, an dem ich jetzt die letzten 1,5 Tage, 2 Tage lang gefahren bin. So, ich bin jetzt fast abfahrbereit. Heute Nacht hat es ganz schön geregnet. Aber hier drin war es schön trocken. Der Wind hat gepfiffen. Ich hoffe nur, die Straßen sind nicht so schlammig. Der Wald wirkte teilweise etwas traurig. Große abgeholzte Flächen, große abgebrannte Flächen und insgesamt teilweise mehr grau als grün. Aber beim Fahrradfahren, muss ich sagen, hat mir das eigentlich ganz gut gefallen, weil dadurch hatte ich auch mal einen Blick zwischendurch und habe nicht nur den ganzen Tag auf eine Wand aus Bäumen gestarrt. Jetzt geht's los zum letzten abenteuerlichen Teil meiner Reise. Und zwar geht's hinter mir, sieht man schlecht, hoch auf den Telkwa Pass. Das ist eine Abkürzung zwischen Telkwa und Terrace. Und da kürze ich ungefähr 100 Kilometer der Strecke ab. Aber die Straße ist angeblich ziemlich schlecht. Und das Wetter ist auch nicht gerade gut. Regnet leicht. Mal sehen, wie ich da so durchkomme. Ja, das Wetter ist besser geworden. Die Straße ein bisschen schlechter, aber fährt sich noch ganz gut. Ich habe fast 30 Kilometer geschafft und bei 50 bin ich oben auf dem Pass. Ja, hoffentlich fährt sich das weiterhin noch so gut. Coole Berge da hinten. Nicht so einfach hier einhändig runterzufahren. Ich bin jetzt ein bisschen über 50 Kilometer gefahren
Jetzt wären die letzten 100 Höhenmeter hätten angebrochen, aber die sehen so aus. Ungefähr 10% Steigung und 30 cm Schnee. Da keine Chance, dass ich da mein Fahrrad irgendwie im heutigen Tage drüber kriege. Das heißt, das war meine schöne kleine Abkürzung, mich jetzt statt 100 Kilometer abzukürzen, kostet die mich 100 Kilometer. Und ich fahre jetzt wieder runter und hoffe, dass der Warm Showers Host, bei dem ich letzte Nacht geblieben bin, mich doch die Nacht aufnimmt. Naja, dann geht's halt jetzt auf dem Highway nach Terrace. Aber ich habe mein Bestes probiert. Na klasse. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal wieder bergab. Beim hier hochkommen musste ich schon hier dieses Schneefeld queren und noch ein paar weitere. Und da ist mir schon aufgefallen, dass das sehr schwer sein wird. Der Schnee hier, der ist deutlich nasser und angetauter als der beim letzten Mal. Und dadurch sinkt das Rad komplett ein. Und ich auch. Meine Füße sind jetzt schon fast nass. Und deshalb ist wahrscheinlich das Beste, dass ich jetzt umdrehe. Nach 95 Kilometern bin ich jetzt wieder auf Asphalt. 10 Kilometer sind es noch. Das heißt, es waren ungefähr 85 Kilometer Schotter jetzt. Aber wenn man eine Sache macht und die kann nicht schief gehen, dann ist es kein Abenteuer, würde ich sagen. Nach 1200 Kilometern auf Schotterpisten bin ich jetzt notgedrungen auf den Highway ausgewichen, weil mein Pass ja zu ist. Und hier bin ich gerade an einer coolen Stelle vorbeigekommen, wo dieser riesige Fluss in diesen schmalen Canyon reingeht und sich auf 4 Meter verengt. Da will man nicht reingeraten. Weiter geht's. An diesem Nachmittag fand ich einen schönen Zeltplatz direkt an einem kleinen Fluss, so dass ich dort einen angenehmen Abend verbringen konnte. Leider habe ich in der regnerischen Nacht darauf meinen Kocher draußen stehen lassen, so dass der nächste Morgen nicht so gemütlich wurde. Ich bin hier am letzten Campspot meiner Tour, bin aufgewacht und es regnet. Na klasse. Und deshalb sitze ich jetzt im Zelt und habe hier mein ganzes Zeug ausgebreitet, was ich gleich zusammenpacken werde. Habe den Essenssack schon wieder reingeholt. Und es gibt lecker Haferflocken mit kaltem Wasser und Bananen zum Frühstück. Isst man eigentlich nur, wenn man sonst wirklich nichts anderes hat. Naja, aber heute Abend bin ich im Warmen. Nun nochmal einen finalen Blick auf die Karte. Von Williams Lake aus, hier, bin ich weiter am Fraser River lang gefahren, nach Grinnell, wo ich mir nochmal Lebensmittel gekauft habe. Und dann ging es auf die Blackwater Road. Diese Straße ist etwas klein. Nicht mal Google Maps oder irgendeine andere Karten-App kannte die. Da ging es drauf. Aber ich habe sie trotzdem gefunden. Dann hier immer weiter lang. Richtung Vanderhoof. Wo ich bei netten Warm Showers Hosts geschlafen habe, die ungefähr hier gewohnt haben. Dann ging es hier, weil ich nicht auf dem großen Highway fahren wollte, ging es weiter. Hier habe ich am Fluss in der Blockhütte geschlafen. Dann ging es hier über den Staudamm. Immer dieser Straße lang, die leider viel bergiger ist, als man sich das vorstellt bei einer Straße am See. Genau, hier habe ich oben, ungefähr da, habe ich oben auf dem Berg geschlafen in der Hütte. Und dann ging es auf diesen kleinen Straßen, die hier auch nur klein eingezeichnet sind, irgendwie hier zwischendurch. Genau, da lang. In Houston habe ich nochmal eingekauft. Dann bin ich wieder auf die kleine Straße hier und
nach Telquar. In Telquar habe ich beim Warm Showers Host übernachtet. Und dann dachte ich mir, ich will nach Terrace. Und nach Terrace, der Highway, geht hier oben drüber. Aber es gibt noch eine Alternative und das ist, man sieht es schlecht, diese kleine Straße hier über den Pass. Ich dachte, Abkürzung, richtig klasse, nehme ich natürlich. Also bin ich hier hochgefahren. Da kam ich aber nicht weiter, deshalb bin ich wieder runtergefahren, habe wieder da übernachtet. Und letztendlich bin ich doch auf dem Highway. Hier habe ich übernachtet ungefähr. Das stimmt gar nicht. Hier habe ich übernachtet. Dann ging es weiter nach Terrace. Und von Terrace aus ging es dann an einem Tag 150 Kilometer am Skeena River entlang nach Prince Rupert. Wo meine Tour endete. So, letzter Tag der Tour. Heute geht's das Skeena Rally runter von Terrace nach Prince Rupert. Ungefähr 150 Kilometer, relativ weit. Aber dann habe ich es geschafft. Hier an einem der Bäume, die hier am Rand stehen, da stand gerade ein kleiner Schwarzbär davor. Wirklich ein sehr kleiner. Und er hat sich sehr erschreckt, als ich vorbeigefahren bin. Du bist den Baum hochgerannt, wie so ein Eichhörnchen. Schön hier. Das hier ist ein verdammt langer Zug. Jetzt bin ich schon bei 2,5 Kilometern, an dem ich an dem vorbeifahre. So, nach über 3 Kilometern Länge hört der Zug hier mit den beiden Loks auf. 3 Kilometer langer Zug. Bestimmt 200 Waggons oder so. Hier sieht man richtig schön, wie die Berge direkt in den Fluss übergehen. Dazwischen nur die Bahnlinie und die Straße. Richtig cool hier. 75 Kilometer. Das bedeutet, die Hälfte für heute ist geschafft. So, hier ist noch ein Zug. Mal sehen, wie lang der ist. Zwei Kilometer. So, jetzt habe ich den Pass überwunden. 160 Meter hoch. Nicht besonders viel. Und natürlich, wenn ich näher an Prince Rupert rankomme, fängt es an zu regnen. Juhu. Jetzt geht es über die Brücke und dann bin ich auf Cane Island. Hahaha. Yes! Jetzt bin ich nicht mehr auf dem Festland. 15 Kilometer noch. So, sind noch ungefähr 15 Kilometer hier auf der Insel. Und das bedeutet, die letzte Dreiviertelstunde meiner kleinen Radtour um die Welt ist angebrochen. Nicht mehr lang. Da habe ich 9,5 Monate drauf gewartet.
Yes! Angekommen. Hier ist die Highschool, auf die ich gegangen bin. Das ist so merkwürdig, auf einmal wieder auf bekannten Straßen unterwegs zu sein. Jetzt auf dem Weg, den ich jeden Tag nach Hause gefahren bin, ein Jahr lang. Und natürlich liebliches Prince Rupert Regenwetter. Das wäre auch enttäuschend, wenn das anders wäre. Oh yes. Ich komme gerade aus Hannover. Woo! 4.342 Meter. Angekommen.